Ja, hallo und willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein Praktika-Video. Heute werde ich als Beispiel für ein winkelgeführtes manuelles Schärfgerät den Worksharp Professional Precision Adjust Knife Sharpener vorstellen. Ja, kürzer ging es anscheinend nicht. Kurz auch WSPPAKS oder wir werden ihn im Folgenden einfach P-Pax nennen, in Abgrenzung zum Pax, den es auch bereits gibt. Das erste P steht dann entsprechend für Professional. Das ist auf jeden Fall die Lösung, die die geringsten Voraussetzungen an den Anwender stellt und mit der größten Sicherheit wirklich ein perfektes Ergebnis ergibt. Trotzdem ist es nicht nur was für Anfänger, für Könner ist es eben so, da richtet es sich an die absoluten Ästheten, also an Leute, die wirklich diese wunderschönen Premium-Folder haben, wie hier zum Beispiel das Böker Plus Collection 2024, wo wirklich alles perfekt verarbeitet ist, jede Phase sitzt, jede Fläche einen gleichmäßigen Abstand hat und wo man eben eine schöne, breite, ganz gleichmäßige Phase über die ganze Länge haben will. Da spielt das Gerät hier seine vollen Qualitäten aus. Und was man dazu sagen sollte, auf jeden Fall, es kann wirklich jede Größe von Messer und jede Art damit geschliffen werden. Also und viel mehr kann ein Schärfgerät ja eigentlich schon nicht leisten. Gut, also ich erspare mir an dieser Stelle das Unboxing und die einzelne Benennung aller Teile vorab. Da hat nämlich Worksharp ein wunderbares Video zu. Das verlinken wir hier und das könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, der Aufbau des Gerätes auch, dann könnt ihr euch das ansehen. Das ist aber keine große Sache. Wie gesagt, am Anfang steht immer der Test, muss das Messer überhaupt geschliffen werden? Das hier ist der Werkschliff, da ist noch überhaupt nichts mit passiert. Das macht die Hairpop-Methode, also eindeutig, das Messer braucht keinen Schliff, aber es nutzt alles nichts. Wir haben halt hier wenig stumpfe Messer. So, das glänzt jetzt richtig auf der Schneide. Das ist stumpf, das tut gar nichts mehr. Oh, das war die 1 von 500. Ich hoffe, es war keinem wichtig. So, wir haben hier dieses Gerät. Es gibt eine Klammer und wir spannen das Messer hier in die Klammer ein. Die Klammer hat oben eine kleine Markierung, die hier mit dieser Nut fluchtet. Die sollte oben sein und das Messer sollte mit der Spitze nach links vom Anwender aus eingespannt werden. Das hat den Grund, damit wir es hinterher hier schön frei schwenken können, sonst ist uns der Griff im Weg. Worksharp liefert das Gerät mit 5 Diamantplatten in verschiedenen Körnungen. Die staffeln sich von 220 bis 800. Dazu kommt noch eine Keramikplatte und zu gutem Schluss eine Lederplatte zum Abledern auf Zug der Schneide, zum Polieren wirklich hinterher. Ich habe das Messer zwar stumpf gemacht, aber mit einem Keramikstab. Das heißt, ich gehe jetzt nicht ganz grob rein, nicht mit 220, sondern erstmal mit 320. Ich denke, das reicht für den Anfang und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und jetzt stellt sich immer die Frage, welchen Winkel nehme ich denn dazu? Welchen Winkel hat denn mein Messer? Und in dem Fall würde ich das erstmal anlegen. Vielleicht legen wir es mit Keramik an, damit wir erstmal nicht so viel verkratzen. Und hier würde ich es einfach versuchen, optisch zu fluchten mit dem Messer. Dass wir ungefähr den Schneidwinkel haben. Und dazu, um das dann zu kontrollieren, gibt es die schon viel besprochene Edding- oder Filzstiftmethode, in der man die Schneide mit einem Permanentmarker einfärbt. Wir tasten uns vom etwas steileren Schneidwinkel ran, damit wir uns den Übergang zwischen Schneide und Primärphase nicht verkratzen. Die Alternative ist natürlich, ich habe einen freien Winkel und will das Messer sowieso umschleifen und kümmere mich überhaupt nicht um den Winkel des Herstellers. Dann kann man natürlich auch mit einem frei gewählten Winkel direkt loslegen. So, das ist jetzt auf beiden Seiten schön blau. Ich mache einfach mal ein paar Züge auf Druck mit der Keramik und gucke, was passiert. Sieht aus, als hätte ich schon ziemlich gut getroffen. Das ist schon relativ gleichmäßig mit der Schneide. Und man kann hier sehen, wie die blaue Markierung des Sharpie
so allmählich des Permanentmarkers hier verschwindet. Es ist immer noch nicht steil genug. Gehen wir mal wirklich auf die 25 Grad. Worksharp hat hier zwei Markierungen angebracht, auf der rechten und auf der linken Seite. Die rechte Seite bezieht sich auf die Klammer, mit der wir gerade arbeiten, und die linke auf den kleinen Messertisch. Worksharp hat einen digitalen Winkelmesser noch im Set. Den schalten wir ein und dann nullen wir ihn auf ebener Fläche mit der Taste 0. Da haben wir 0,0. Wenn man es ganz genau machen will, dann nimmt man natürlich noch eine Wasserwaage dazu, aber das würde auch voraussetzen, dass man auf einem Tisch arbeitet, der mit einer Wasserwaage eingerichtet worden ist. So, hier sitzen wir jetzt drauf und 25,00, da habe ich den Schneidwinkel doch recht gut getroffen. Dann können wir damit weiterarbeiten. Ich gehe mit 320er dran. Und jetzt bauen wir die Phase neu auf. Also sprich die Schneide. Von der Griffseite angefangen, gehen wir mit wenig Kraft über die gesamte Schneidenlänge und nehmen die Spitze mit. Und das immer nur auf Druck in eine Richtung, weil wenn wir jetzt großartig anfangen, hier hin und her zu fiedeln, das kann man vielleicht auch machen, wenn wirklich ganz viel runter muss, dann besteht die Gefahr, dass wir uns durch die Kräfte, die in entgegengesetzte Richtung wirken, eben die Schneide jeweils in eine Richtung, also dass wir uns die Schneide verfälschen, dass wir uns den Winkel verfälschen. Also wenn es immer auf Druck kommt, dann kommt die Kraft immer aus derselben Richtung. Und das Ergebnis wird wirklich sehr gleichmäßig. So, wer es ganz genau machen will, der kann die Züge jetzt natürlich auch zählen, damit es ganz gleichmäßig wird, dass er sagt, ich mache 20 Züge auf einer Seite und 20 auf der anderen. Jetzt kippen wir das Messer und gehen wieder vom Griff mit derselben Körnung zunächst über die gleiche Schneidelänge. Und hier haben wir auch die Kontrolle, ob wir hier wieder den richtigen Winkel getroffen haben. Hier kann man es vielleicht sehen gerade ganz gut, dass es hier noch blau ist und hier mit einem Zug schon das komplette Blau abgeschabt ist. Also das haben wir ganz gut getroffen. So, und mit der Einfärbung hatten wir jetzt wirklich auch die Kontrolle, habe ich die ganze Schneidenbreite und die ganze Schneidenlänge wirklich erreicht. Was man noch machen kann, was ich eigentlich immer empfehle, es gibt hier noch einen Support. Das merke ich gerade, dass hier immer noch ein bisschen Arbeit in dem Arm ist letztendlich, in der Klammer. Den kann man hier drunter schieben und klemmen. Dann wird die ganze Konstruktion noch etwas steifer. Und das hilft natürlich immer der Gleichmäßigkeit des Winkels und dem Ergebnis. So, ich bin jetzt durch alle Körnungen schon einmal durchgegangen und habe auch schon mit der Keramikplatte abgezogen. Und das Ergebnis ist wirklich schon ganz ausgezeichnet, sieht hervorragend aus. Wer das nicht möchte, wer halt ein bisschen mehr Biss haben möchte für eine reife Tomate oder für eine Brot- oder Bratenkruste, der kann natürlich auch bei irgendeiner Körnung, bei 600, bei der Diamantkörnung stoppen. Aber wir wollten es ja jetzt wirklich ganz, ganz fein auspolieren. Und jetzt legt man das mit Paste vorbehandelter Leder, die Lederplatte hier auf. Und jetzt muss man natürlich von der Schneide wegziehen. Und da erfolgt nochmal eine Politur. Zehn Züge vielleicht, müsste schon reichen. Dann nochmal drehen, entsprechend von der anderen Seite. Vom Griff weg zur Spitze und von der Diagonal weg von der Schneide ziehen. So, und damit müsste es fertig sein. Wir lösen jetzt die Klammer. Haben hier wirklich eine ganz wunderbare, gleichmäßige Schneide. Ein bisschen Blau vom Marker ist noch drauf, weil ich entsprechend die Schneide übermalt habe. Hairpop-Test funktioniert 1A, Schaumstofftest ebenso. Also alle Ziele erreicht. Weitere Möglichkeit ist, also breite Kochmesser funktionieren genauso und sogar Wellenschliff. Da können wir eben durchgehen mit diesem kleinen runden Keramikstab auf dem Rücken. Da beginnen wir auch wieder von der Seite des Anschliffes
gehen ein paar Mal wie über eine glatte Schneide einfach drüber in beide Richtungen, damit wir die Zähne auch von jeder Seite erreichen. Ja, hier kann man das Gerät noch kippen für die größeren Klingen. Bis es hörbar einrastet. Ja, kippen zurück. Und jetzt noch einmal ganz behutsam von der Rückseite den Grat wegnehmen, die Schraube lösen. Und jetzt haben wir auch hier ein extrem scharfes Brotmesser, was eine richtige Freude ist. Mit Brotmessern lässt sich in der Küche übrigens jede Menge machen. Das Schöne ist nämlich, dass das, was die Schneide stumpf macht beim Küchenmesser, eigentlich der Kontakt mit dem Brett ist. Und hier berühren nur die Kanten das Brett und die eigentlichen Schneiden sind geschützt. Man sagt, eine gut gemachte Welle kann bis zu 10 Jahren scharf bleiben. Ist ein bisschen hoch gegriffen, aber das wird so gesagt. Und wichtig ist nur immer, sie muss wirklich schön flach sein und die Schneide muss ein bisschen lächeln, dass man die Wiegebewegung wie mit einem Kochmesser machen kann. Dann ist es in der Küche wirklich eine absolute Allzweckwaffe. Jetzt habe ich einmal demonstriert, wie man mit dem Pax arbeitet. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es eben auch den alten Pax, also nicht den Professional Pax gibt. Der Preisunterschied ist tatsächlich groß. Der Professional Pax kostet das Vierfache von dem einfachen Pax, hat dafür aber wesentliche Vorzüge, hat viel mehr Körnung, hat eine größere Schleiffläche. Für mich ist aber der wesentliche Vorteil, dass die Konstruktion mit diesem Zink-Druckgussmaterial und dem größeren Fuß halt sehr viel verwindungssteifer ist und man mit schneller arbeiten kann, mit mehr Kraft. Man muss bei dem kleinen Pax, der prinzipiell die gleichen Ergebnisse bringen kann, sehr viel vorsichtiger, mit sehr viel Gefühl arbeiten. So, ich hoffe, das war informativ für euch und ihr könnt einschätzen, ob der Professional Pax etwas für euch und eure Messer und euer Nutzungsprofil ist. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video.